Amen. Amen. Happy Sabbath, everybody. Fröhlichen Sabbat. In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we were discussing the issues that are confronting us today. hatten wir die Themen besprochen, die uns heutzutage gegenübergestellt werden oder uns konfrontieren. Both as individuals and as a movement. Beides als individuelle Personen und als eine Bewegung. And the model or the story that we were using, Und dieses Modell oder die Geschichte, die wir benutzt haben, parable, das Gleichnis, was what? What story war are we basing was? this upon? Welche Geschichte war das? So we've looked at the story of Jacob. Also wir hatten uns die Geschichte von Jakob angeschaut. And where's that story found? Wo findet man diese Geschichte von Jakob? Genesis 28. 1. Mose 28. So we've looked at his life Also wir haben uns sein Leben angeschaut and we've seen und gesehen, that what does his name mean? by was the way? Let's bedeutet do that. sein Name. He was given the name Jacob. Ihm wurde ein Namen gegeben, nämlich Jakob. Foot, body part? The heel? Oh. So he held his brother's heel Was ist das in Deutsch? Er hat seine Bruders Ferse festgehalten. let's find that passage. Lasst uns diesen Abschnitt finden. The one that Brother Jonathan's just gone to, yes. The name that you gave a moment ago was his name Israel. Den Namen, den du vor ein paar Minuten gegeben hast, ist Israel. So we looked at, you mentioned Genesis 28. Also du hast 1. Mose 28 erwähnt. So that was Bethel. Also das war der Name Bethel. So we're trying to find the story where it talks about their birth. Also wir versuchen diesen Vers zu finden, wo es über die Geburt von Jakob und Esau spricht. Vers 26. So it begins on verse 19 Also about his es children, fängt an in 25,19 and we're going to pick up, you say, verse 26. und wir werden Vers 26 nehmen. So I'll go back to verse 24. Also No, wir gehen, not 24. 21. wir gehen zurück zu Vers 21. And Isaac pleaded with God because of his wife. She couldn't bear children. And the Lord listened to him, and Rebekah conceived. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. And she realizes, verse 22, that she has twins. Und in Vers 22, als sie gemerkt hat, dass sie Zwillinge bekommt, And they were fighting amongst themselves, even in her womb. und dass sie auch in ihrem Bauch gekämpft haben, And she said, I wonder what this means. dann hat sie gefragt, ich wundere... Are you in Vers 22? Verse 22. And she said, I'm paraphrasing it. Und sie hat sich gefragt, was das bedeuten soll. And she went to ask God. Dann hat sie Gott gefragt, And God said unto her, und der Herr sprach zu There ihr, are two nations in your womb, 2 Völker sind in deinem Leib, two types of people. und 2 Stämme sich aus deinem Schoß scheiden. One group of people will be stronger than the other group. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. And who is the stronger one? Und wer ist der
Stärkere, All agree with that? der Jüngere, And the elder shall serve the younger. und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Any, Is that an accident that so many times in the Bible the women cannot get pregnant? Ist das sozusagen ein Fehler, dass so viele Frauen in der Bibel nicht schwanger werden können? what's behind your question? Was steckt hinter deiner Frage? I just read it here again says that Rebecca couldn't bear children, Rachel couldn't, the mother of Samuel couldn't. It seems to me like Verschiedene Frauen. accident, but we don't. It's just Okay. Is it that pregnancy was difficult? Also it is. Was it? War es schwierig früher, dass Frauen Kinder bekommen haben? Or is God preventing them from having children? Oder tut Gott sie davon abhalten, dass sie Kinder bekommen? There would be the two reasons, I would think. Das sind die zwei Gründe, worüber ich nachdenken konnte. Either one, God uses this situation for his people to turn to him. Also beide davon tut Gott benutzen, dass die Leute sich zu ihm wenden. So I'm not sure if you think that it's deliberate or not. Also ich weiß nicht, ob du denkst, dass es absichtlich ist oder nicht. Verse 24. Vers 24. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. I'm just checking something. Schau schnell was nach. What's the two brothers' names, by the way? Was sind die Namen dieser Brüder? Sorry? Esau and Jacob. Where do we find their names first given? Esau und Jakob. Wo findet man ihren Namen das erste Mal in der Bibel? Vers 25 und 26, ist das erste Mal? So Esau is 25. Also Esau ist 25. 1. Mose 25. And how do you know Esau is Edom? Where did you see that? Wie weißt du, Or dass did you just know Esau Adam ist? Edom ist? it's in one of those minor prophets. I think it's Obadiah. Okay, so you've read, you just know it from somewhere. Also du weißt es einfach von irgendwoher. And you just said that it was, yeah, is before. Und du hast gesagt, dass Edom ziemlich sicher zuvor schon erwähnt wurde. Well, just double check. Lass uns das nachschauen. So you go into Esau, Also du gehst zu Esau type the word Edom, und du tust das Wort Edom and you want to do partial match und du machst Partial Match, to make sure you pick up everything. um zu schauen, dass du alles bekommst. I'll let you try see where you come with that, Brother Jonathan. Okay, so. Yeah, we'll wait for him to. Okay. You've got the right one. Good, yeah, that's what I've come up with. You did as Also well. das war 1. Mose 25, Vers 30, da kommt das Wort Edom das erste Mal in der Bibel vor. So it tells you why his name gets changed from Esau to Edom. Also dort sagt es dir, wieso der Name von Esau nach Edom verändert wird. He hasn't defined what Edom means, but it says, give me some food. Es hat noch nicht definiert, was das Wort Edom bedeutet, aber da heißt es, gib mir zu essen, Because I'm weak. denn ich bin schwach. And it says, because of this, Und his wegen name was called dem- Edom. Und dann heißt es, daher heißt er Edom. So it's called Edom because of this situation about the food and the hunger. Also er wird Edom genannt wegen dieser
Situation mit dem Essen und mit dem Hunger. The only reason I wanted to remind us of this, Der einzige Grund, wieso dass ich euch daran erinnern wollte, because in verse 23, weil in Vers 23 everyone said sagte jeder, who the stronger people were. wer die stärkere Person ist. Everybody just said it's the younger. Jeder hat gerade gesagt, dass es der Jüngere war. But if you check the history, Aber wenn man dann die Geschichte anschaut, at the beginning, it's not the case. am Anfang war das nicht der Fall. Who runs away from whom? Wer rennt denn von wem weg? The younger from the older. Der Jüngere rennt vom Älteren weg. On the return, who's scared of whom? Als er wieder zurückgekommen ist, wer hat dann vor wem Angst? Jakob hat von Esau Angst. So as you run through just those two examples, and there are others, Wenn man jetzt durch diese Beispiele geht, und es gibt auch noch andere davon, you see it's actually the older that's the stronger people. dann sieht man eigentlich, dass der Ältere der Stärkere ist. When do we have a clear either the story Entweder die Geschichte or the prophecy? oder die Prophetie. I would rather go for the prophecy. Ich würde mehr mit der Prophetie gehen. Where do you see the switch happening? Wo sieht man, dass diese Änderung passiert? That it's going to switch from the older to the younger. Dass es vom Älteren zum Jüngeren geht. Before we answer that one, Bevor wir diese Frage beantworten, it says two people. sagt es hier zwei Leute. What does the word people mean in that context? Was bedeutet das Wort Leute in diesem Kontext? 25, 23. 1. Mose 25, Vers 23. Nations? Okay, so we're on nations. What are the two nations, the names? Also es heißt Nationen. Und was sind die Namen dieser Nationen? What are the two names? Esau und Jakob? Of the nations, not the boys. I'm not sure. 25, 30. 30. It's right in front of you. The two names of the nations. That's one of them. Edom, Edom. Jacob. So Edom is the name of one nation, and the name of the other nation. I don't know. What happens at the brook Jabbok to Jacob? He gets his name Israel. Israel. So the two nations. Also die zwei, Israel und Edom. Okay, so do all that in German. Also er hat mich gefragt, was diese zwei Nationen sind, und dann sind wir zu 1. Mose 25, Vers 30 gegangen, und dort sieht man, dass die eine Nation Edom heißt, und Jakob kommt ja dann später den Namen Israel über. Dann heißen beide Nationen Edom und Israel. Okay, so the two nations are Edom and Israel. Also die zwei Nationen sind Edom und Israel. The names of the two nations are derived from two experiences that the boys have. Is that too long? No, it's okay. Also die zwei Nationen, die Namen davor kommen durch zwei Erfahrungen, die diese zwei Jungs erhalten haben. Are we okay with that? Seid ihr damit einverstanden? Jacob is Israel, the brook Jabbok. Jakob ist Israel wegen am Bach Jabok. And Esau is Edom. No, yeah, Esau is Edom Und Esau ist Edom because of the porridge, wegen the diesem soup. Linsengericht. So we haven't studied those two things, but that's where the nations get their names. Wir haben diese zwei Sachen noch nicht studiert, aber von daher bekommen sie ihren zwei Namen. And I'm suggesting at the beginning, Und ich schlage vor, dass am Anfang the older is the stronger. der Ältere der Stärkere ist. You can prove that historically. Das kann man auch geschichtlich beweisen. In fact, if we go to a commentary, Also wenn man zu einem Kommentar geht, so as an example, also als ein when Beispiel, you talk about Esau,
Wenn man über Esau Let me spricht, see if I can find the verse. ich suche nach einem Vers. Genesis 36, 1. Mose 15. 36, Vers 15. 1. Mose 36, Vers 15. Okay, can you do King James Plus on that in English? Mhm. And the word Duke, what's that? Wonderful. So it uses the word Duke, Also es benutzt hier dieses Wort Fürst, talking about the sons of Esau. wenn man über die Söhne von Esau spricht. Now, if you go back to the Hebrew, it's a pretty benign or gentle word. It's not anything strong. Also wenn man zurück zum Hebräischen geht, dann ist es nicht irgendwie ein starkes Wort. We could go with words like chief or governor. Man könnte mit den Wörtern Oberster oder Regent gehen, But it doesn't speak about Israel's or Jacob's children that way. aber spricht nicht über die Kinder von Jakob oder von Israel. Like it talks about Esau's. He has dukes. Er spricht nicht in dieser Art über Esau, über Jakob. Jacob just has children. Esau has dukes. Jakob hat nur Kinder und der Esau hat Fürsten. So I just want to point out that I think that history bears out in 23 that the older is stronger than the younger. Also die Geschichte in 1. Mose 25, 23, da sieht man, dass der Ältere der Stärkere ist am Anfang. And then it says, the elder shall serve the younger. I think that's later on. Und dann sagt es ja auch noch, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll, aber ich denke, das ist ein bisschen später. Edom, where do we normally go with Edom in our message? Was machen wir denn mit Edom in unserer Bewegung? So we would go to 1141, Wir würden zu Daniel 11, Vers 41 gehen, where we could pick up very clearly that the elder, Edom, will serve the younger, Israel. wo wir sehen können, dass der Älteste dem Jüngeren dienen wird, Israel. A prophecy. Do you Das know a ist eine prophecy? Prophezeiung. Kennen wir hier eine Prophezeiung? So we should know the answer to this, but it's a bit of a... This is one of the ones that you'd have to know what I'm thinking to get this one. It's not straightforward. Also ihr solltet die Antwort dafür kennen, aber es ist nicht so ganz gerade hinaus. I want the story. I want the prediction or the prophecy. Ich möchte Of die this. Geschichte oder die Vorhersage von dieser Geschichte. From what is from From the the older. older will serve the younger. When does this change happen? Also ich möchte, dass wir das herausfinden, wann diese Änderung von, dass der Ältere dem Jüngeren dient, passiert. So I don't want the story of when it happens. I want the prediction of when it's going to happen. Ich möchte nicht die Geschichte davon, sondern die Vorhersage, wann das passieren sollte. Nobody? Too difficult? Zu schwierig? It's a prophecy, so therefore a prophet's going to give this information. Es ist eine Prophetie, also wird auch ein Prophet diese Informationen geben. And he's a false prophet. Und es ist ein falscher Prophet. Balaam. Good. Bileam. Do we know at least the book? Jetzt das Buch Chapter. 4. Mose. 24. 4. Mose So in 24. Numbers 24. Also wir sind in 4. Mose 24. And why do we know this? Und wieso wissen wir das? Because give me the key word that's brought us here. Gebt mir das Schlüsselwort, das uns zu diesem Vers gebracht hat. Star. Ein Stern. Good. So we're in Numbers 24:17. Also wir sind in 4. Mose 24, Vers 17. I shall see him, but not now. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. I shall behold him, but not nigh.
Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Ein Stern tritt aus Jakob hervor und ein Zepter kommt aus Israel. Okay, so I want to compare scepter Ich möchte jetzt das Wort Zepter, without looking at the Hebrew ohne in das Hebräische zu schauen, and compare that to the dukes of Esau. mit dem Fürsten von Esau vergleichen. And shall smite the corners of Moab and destroy all the children of Sheth. Er schlägt Moab auf beiden Seiten und alle Kinder Seth aufs Haupt. Verse 18. Vers 18. And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies, and Israel shall do valiantly. Edom wird seine Besitzung und Seir zum Besitztum seiner Feinde. Israel aber wird tapfere Taten tun. I'll just read the first part of 19. Out of Jacob shall come he that shall have dominion. Von Jakob wird der ausgehen, der herrschen wird. So I'm suggesting Also ich schlage vor, Genesis 25. 1. Mose 25, The older is the stronger people, der Ältere ist das stärkere Volk. and then someone's going to come from Jacob, Und dann wird jemand von Jakob hervorkommen and they're going to possess Edom. und sie werden Edom besitzen. And who's that person? Und wer ist diese Person? So that's David. Das ist David. Okay, so back to Genesis. Zurück zu 1. Mose. So this is what Brother Jonathan brought us to. Dazu hat uns Bruder Jonathan geführt. We got to 25. Wir waren in 25. His name was Esau because he was red. Sein Name war Esau, weil er rot war. Who's the other person that's red, by the way? Wer ist die andere Person, die rot ist? Adam. Edom. Um, Adam. 26. Vers 26. And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. And Isaac was 60 years old when Isaac was 60 years old when she bare them. Danach kam sein Bruder heraus, also 1. Mose 25, 26. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. What did that mean to you, Brother Jonathan? You brought up the heel. Du hast diesen Vers hervorgebracht. Was bedeutet das für dich? Okay. Also du hast für die Bedeutung von Jakob gefragt und somit hat Jonathan dann diesen Vers aufgebracht. So what's Jacob got to do with Esau's heel? Also was hat Jakob mit dem Fersen von Esau zu tun? I mean, here in my margin it says it means Jacob means that he holds on the what do you call that again? Heel. The heel. Also in meiner Bibelversion heißt Jakob, dass es bedeutet, dass er den Fersen von Esau festhält. Was heißt das? Oder er betrügt. Das ist die Bedeutung vom Namen von Jakob. Yeah, I've got that as well. It says Jacob is the heel holder. Ich habe das auch. Jakob ist der Fersenhalter. What? That was Brown Driver Briggs. Das ist Brown by the Briggs, ein Wörterbuch. Was? So Brown Driver Briggs says heel holder. Also Brown by the Briggs. Also das ist ein Wörterbuch. Das heißt Fersenhalter. And Strong says the heel catcher. Und Strong sagt, das ist auch ein Wörterbuch, sagt den Fersenfänger. Why is someone who catches your heel Wieso ist eine Person, die dein Fersen fängt, a supplanter? ein I don't know, he just says supplanter.
Einer, der täuscht. We'll try and work out what supplanter means. Wir werden herausfinden, was zu täuschen bedeutet. So forget the supplanter. Why is holding the heel or catching the heel bad? Wieso ist dann, dass man am Fersen festhält, wieso ist das schlecht? No, first of all, is it bad? Also ist es denn überhaupt You schlecht? inferred that it was. Du hast gesagt, es Or not. wäre schlecht. Okay, Du let me hast go. mich nur nach dem Namen, der Bedeutung vom Namen von Jakob gefragt. So is holding someone's heel bad? Ist, wenn man den Fersen von jemand anderem festhält, schlecht? In football, you get a yellow card. Yes. Im Fußball bekommst du eine gelbe Karte. Sister Mina, yes or good or bad? Gut oder schlecht? Es ist komisch, wenn ich deinen Fersen festhalten würde. We'll do that offline. It depends on the context. Es kommt auf den... Okay, so give me some context. So you said you grab hold of you catch the heel so you don't let them go. Also es kommt auf den Kontext darauf an. Zum Beispiel, wenn du jemanden nicht gehen lassen willst, dann kannst du auch am Fersen festhalten. And you're thinking about, Zum Beispiel, wenn ein Engel dort war, you lost me there. du hast mich verloren. I thought you were going to go to Peter when you said that. I thought that's what you meant. Oh, when you hold on to someone. Ich dachte, du wolltest zu Petrus gehen. Okay, so when Jacob holds the angel. Also als Jakob den Engel festgehalten hat. Okay, so take that. Why does Jacob want to grab hold of? Is it his ankle he grabs hold? I don't know which body part. He's grabbing the angel's ankle. We'll go Also wir with that. sagen jetzt, der Jakob hält den die Ferse Heel. The heel. die Ferse des Engels fest. Why is he doing that? Wieso macht er das? No, he's not grabbing he's not grabbing the heel at that moment. Er tut nicht die Ferse in diesem Moment festhalten, als er denkt, dass er der Feind ist. I don't let you go. Ich lass dich nicht gehen. So the last bit's not important. I won't let you go. Also ich werde dich nicht gehen lassen, sagt Jakob. If he was holding the angel's, well, just say leg. Is that easy to his leg? Also wenn er einfach das Bein von dem Engel festhält, It's to stop him. dann ist es, um ihn anzuhalten. I don't want to say going. Stop him what? Nicht um ihn anzuhalten, sondern Doing his mission. dass er ihn eigentlich anhält, seine Mission zu tun. His mission is to go in that story, but he wants to stop him doing his project. Also die Mission vom Engel ist eigentlich, dass er gehen soll, aber der Jakob will ihn von dieser Aufgabe abhalten. Why is Jacob holding his brother's heel? Wieso hält Jakob denn den Fersen von Esau? This is 26. Das ist Vers 26. Brother Jonathan, why is he doing that? Wieso macht er das? What does the young one, know? Was weiß denn das jüngere Baby? Of course he does. Of course no, it says, look, where does it say that? 22, what are they doing? In Vers 22, was tun sie denn? Don't go moral on me. They're fighting. Sie kämpfen. No, don't go moral. Schau dir das jetzt nicht moralisch an. Why are they fighting in the womb? Wieso kämpfen sie denn im Leib? They're fighting Sie kämpfen for the firstborn right. für das erstgeborene Recht. They're fighting who's going to be the boss. Sie kämpfen darum, wer der Chef sein say- wird. In a crass way. Wenn ich das jetzt in einer krassen Art und Weise sage. Yes? You have to say yes. Du musst ja sagen. You're doing David on us. I'm just thinking, I didn't know right from wrong when I was born, all that. they're babies, they know nothing. Sie sind Babys, sie wissen gar nichts. That's what I'm saying, you're going to David. Das, was ich sage. Du gehst zu David.
We're in prophecy. The literal has us needs to learn us the spiritual, Das but Buchstäbliche, babies know nothing. das Buchstäbliche lehrt uns das Geistliche, aber die Babys wissen ja gar nichts. Okay, I'm not being funny, but it says they were fighting. Ich möchte jetzt hier nicht lustig sein, aber hier Verse sagt es, 22. dass sie am Kämpfen waren in Vers 22. I did change the word struggle to fight, but I think that's, what does struggle mean? Does it mean in the let's check Strong's. In German it says something different, like they were kicking. There you go. Yeah, but isn't that every baby doing? And now they are two in the womb, and they need space, and they get bigger, and then maybe they play. You don't know. Okay, so 22 is not playing. Also, Vers 22 ist nicht, dass sie spielen. God told her what it meant. Gott hat ihr gesagt, was es bedeutet. Sorry? To crack it into pieces. He was like trying to kick it. In English, he want to kick you in. Im Englischen heißt das, dass man dieses, Oh, wait, dass one man second. in Stücke zerreißt oder in einem anderen Wörterbuch bedeutet es zu zertreten und unterdrücken. Und Rebekka hat das überlebt. More the question, Die andere Frage ist, did Esau survive it? hat Esau das überlebt? Let's not get into biology Lass or uns- morality. But Aber Jacob is on a mission Jakob hat eine Mission, from the very inside. schon als er im Bauch war. And he's called Jacob because he wants to catch his brother's heel Und er wurde Jakob genannt, weil er den Fersen von seinem Bruder festhalten wollte. because what's Esau been doing with his heel all this time? Weil was macht denn Esau mit seinem Fersen? Kicking him. Jakob mit seinem Fersen. Er tut ihn schlagen. Also So Esau is on a mission. Esau hat eine Aufgabe. What's his mission, Sister Tamina? Was ist seine Aufgabe? To be number one, Um die Nummer 1 zu sein. firstborn. Der Erstgeborene. Jacob wants to stop him. Jakob will ihn davon So he abhalten. grabs hold of his heel Also nimmt er seinen Fersen, to try to drag him back um ihn zurückzuziehen and to win the race. und das Wettrennen zu gewinnen. If you see any of these clips on YouTube, you can see this sometimes in a race where they trip the person up and they run ahead of them. Also in YouTube sieht man manchmal diese Videos, wo sie so diese Person überholen. No, in a competition. Also nicht als ein Baby geboren wurde, sondern in einem In Wettrennen. a 100-meter race or 400 meters. They wouldn't do it in 100 meters. In 400 meters, they trip the person up and get ahead of them. In 40 Meter Rennen oder so, dann überholen sie diese Person And they say it's just an accident. und sie sagen, es ist einfach ein Unfall. Okay, so we know what supplanter means. Also wir wissen jetzt, was Not it- anstelle von ein Stellvertreter We're not ist. looking at the definition. Wir schauen uns nicht die Definition an. What does supplanter mean if we know what heel catcher means? Was bedeutet Stellvertreter, wenn wir wissen, was Fersenhalter bedeutet? No, supplanter doesn't mean to supplant. Now you've gone from a noun to the verb. Sister Sarah? Versuchen, den Ersten zu sein, To supplant. Overtake. zu übernehmen, überholen. Also, to be faster. To be faster. Schneller zu sein. Okay? So we'll go with all those summaries and we'll say to take someone's place. Also wir nehmen jetzt diese ganze Zusammenfassung und wir sagen jetzt, es bedeutet, einen Platz von jemandem einzunehmen. To supplant means to take someone's place. Also ein Stellvertreter zu sein bedeutet, dass man einen Platz von jemandem übernimmt. Did he succeed? Hat er Erfolg gehabt? No, Nein, because Esau comes out first. denn der Esau kommt ja zuerst raus. Therefore, Esau will be the greater people. Also wird auch Esau das größere Volk sein. So, Also, his name, sein Name, which is supplanter. welches eben Stellvertreter ist. Oh, by the way,
this is H 3290, I think. Also das ist, which verse? 26. 26. Jacob. No, sorry. Jacob, yeah, the word Jacob. Where's Jacob? Here. Yeah, it means supplanter, and it's 3290. Also das Wort Jakob ist im Hebräischen H3290 And it comes from 6117. und es kommt von 6170. Does everybody know what I'm talking about? Yeah? H6117. Where is it? Oh. Also das Wort kommt vom H6117. So I like this is a more foundational definition of this word. Das ist eine grundlegendere Definition von diesem Wort. And Brown Driver Briggs gives these nice definitions. Das Wörterbuch Driver Briggs gibt eine sehr gute Definition. I like this one. It says to assail insidiously. Assail. No. Yeah, that one. Here. So you're in Strong's there. You could go to Oh. that one. You need to go to Brown Driver Briggs. So there. It means to assail insidiously. Assail means to attack. Es bedeutet, jemanden anzugreifen. And insidious means what? I'm going to give a bad definition. Evil. Yeah. So Heimtückisch. it means to attack in a horrible, wicked way. Also es bedeutet, anzugreifen in einer heimtückischen Art und Weise. To overreach. Dass man Übervorteile hat. What does overreach mean? Was bedeutet überzugreifen? It means to go too far, and I'm going to suggest it means to steal. Was bedeutet übergreifen? Es bedeutet eigentlich, dass man stiehlt. You're going too far. Du gehst zu weit. So he steals, Also er stiehlt and then he steals in a very wicked way. und er stiehlt in einer sehr heimtückischen, bösen Art und Weise. Then it's got 1b, it means to hold back. Dann heißt es auch noch zurückzuhalten. To stop Esau getting his right. Um Esau zurückzuhalten, dass Esau sein Recht nicht bekommen kann. To circumvent, which means to prevent. Um ihn davon abzuhalten. To restrain. Zurückzuhalten. It's just, however way you look at this, it's just evil. Wie auch immer du dir das anschaust, es ist einfach nur böse. Yes. Do I understand this picture correctly that in verse 25, Verstehe ich das richtig, dass in Vers 25 Esau is born, like he's out, Esau geboren wird und er ist aus dem Bauch heraus? and in verse 26 it says, Und dann in Vers 26 sagt es, after that after Esau was born, nachdem das Esau geboren wurde, his brother came and he's holding, like he came out with his hand first, kam er heraus, aber er kam mit seiner Hand heraus. not the hand first. Er kam mit seiner Hand zuerst heraus, nicht mit seinem Kopf, der Jakob. Yes. Ist das nicht sehr schmerzhaft? I presume I've never tried it. But I'm sure arm first must be like, because normally they come out kind of like that, I think. Normalerweise kommen sie so Oh, one raus. up, one. Yeah. Also zuerst kommen sie ja normalerweise mit dem Kopf heraus und dann müssen sie die Schulter so schräg. That's what I thought. But if you come out like this, the head and the arm's gonna. It's Also als Jakob mit der Hand zuerst rausgekommen ist, das war sicher sehr so you just schmerzhaft. carry on the fight that was going on inside. Also der Kampf wurde einfach weitergetragen, so wie es im Bauch war. I've no idea. Who told them to fight? Wer hat es ihnen gesagt, dass sie kämpfen sollen? If someone here knows, or if someone who's on the Zoom, if you're really clever Wenn irgendjemand weiß und sehr schlau ist, and
Sister Mina can check the thing. auch auf Zoom. There's another story about this. Can anybody remember it? Es gibt noch eine andere Geschichte, die um das geht. Kann sich jemand I'm erinnern? trying to find the word that does it. Ich versuche das Wort zu finden. Not. There's two twins. Who are the other twins? Es gibt nochmal 2 Zwillinge in der Bibel. Wer sind diese 2 Zwillinge? I think one of them puts his arm out. Einer hat seinen Arm ausgestreckt They put, I think, like a handkerchief on it, and he puts his hand back. und sie machen so wie ein Tuch herum und dann macht er seinen Arm wieder zurück. Ein Armbändchen rein und dann tut er wieder So they zurückgehen. can identify which was the right one. That's crazy. Dass sie sehen können, wer dann der Erste war. If you're watching on Zoom, someone can find that if we can't find it. Also wenn ihr auf Zoom auch zuschaut, dann bitte schaut mal nach über diese Geschichte, dass die Zwillinge dann ein Handtuch oder ein Band um das Armgelenk gelegt wurde, dass man weiß, wer der Erstgeborene ist. Sorry, I interrupted you. Also wenn man jetzt die Frage von Jonathan nimmt, nämlich wer ihnen gesagt hat zu kämpfen, wir sagen, als Adam und Eva gefallen sind und die Konsequenz war eigentlich die Übermacht und Sexismus, dann sagen viele, das ist so, wie es Gott gesagt hat und das ist mein Gesetz. Aber eigentlich war das ja nur die Konsequenz. Also ich glaube nicht, dass die 2 Jungen hier ihnen gesagt wurde, dass sie kämpfen sollen. Aber die Prophetie sagt einfach das Resultat. Ist das richtig? I don't know. The whole thing seems very interesting to me. Why are they holding hands and heels and stuff? Also ich weiß nicht. Mich interessiert es einfach, wieso dass sie jetzt die Fersen festhalten und die Hände. I don't know. Found the verse? That's it. It's only a little bit forward. 1. Genesis Mose 38. 38:28. So, 38:28. Also es ist 1. Mose 38, 28. Oh, this is Tamar, his daughter-in-law. Yeah? Yeah, it's Judah. So Judah has 2 sons who die. Also Judah hat 2 Söhne, die sterben. There's a third son that he won't let marry. Und den 3. Sohn wollten sie nicht verheiratet haben. So verse 24, Also Vers 24. Tamar claims her right, Nimmt Tamar ihr Recht. and then verse 27. Und jetzt Vers 27. 1. Mose 38, 27. Came to pass in the time of her travail that behold twins were in her womb. Und als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. So when does she find out she's got twins? Also wann findet sie heraus, dass sie Zwillinge im Bauch hat? When it's delivery time. Als es die Zeit ist, wo sie entbinden sollte. But Rebecca found out long before that. Aber Rebekka hat das ja schon lange zuvor erfahren. 28. Came to pass when she travailed, was giving birth, the one put out his hand, and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. Und als sie gebar, kam eine Hand heraus, da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. By the way, how did you find the verse? What did you look for? Did Wie you know? hast du den Vers gefunden? Sorry? Twins. Good. Zwillinge. I was looking for a red handkerchief. Ich habe für ein rotes Band gesucht.
because I remember it was red. So scarlet thread. Oh, good twins. Easy. It came to pass as he drew back his hand that behold, his brother came out, and she said, how hast thou broken forth? This breach be upon thee. Therefore his name was called Pharez. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man hieß ihn Perez. Which doesn't help because it just means a breach. Das hilft nicht viel. It just means a breach. Es bedeutet einfach 30. And afterward Bruch. came out his brother that had the scarlet thread upon his hand, and his name was called Zara. Also der andere Name Perez heißt Bruch und dann Vers 30, danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, man hieß ihn Serach, Which I think means east or brightness. welches ich denke, dass es Helligkeit oder Arise. Oh, so it'd be east, yes. Sunrise. es bedeutet Sonnenaufgang Sorry? Good. oder das Licht, das aufkommt, hervorkommt. So I don't think this story actually goes anywhere, Ich glaube nicht, dass diese Geschichte irgendwo hingeht. which is a really strange story. Das ist eine sehr komische Geschichte. So I don't know, what would you do with this story? Also was würde man denn mit dieser Geschichte machen? Do you start doing line upon line and putting this on top of that one? Einfach Linie auf Linie und dann tut man es mit dieser Geschichte von Jakob und Esau vergleichen. Because it's just, to me, it's interesting why they would call his name the rising of the sun. Für mich ist es interessant, wieso dass sie den Namen Serach nach dem Namen, dass es bedeutet, das Aufkommen der Sonne. Vielleicht wurden sie beim Sonnenaufgang geboren. I don't think that's the reason. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Because one of them's called a breach. Don't even know what that means. Einer wird Riss genannt, also Perez. And Es bedeutet auch herauszubrechen. so Judah wollte seine Frau töten, weil er dachte, seine Frau ist eine Prostituierte. So in 29 it says, "How have you broken out?" So breach means to break out. I knew that bit, but I didn't know Also- what it means. Also 29, dort heißt es, dass der Sohn Perez hieß und das bedeutet Riss, aber ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. This breach Diesen Riss to me seems to mean a break of a promise. bedeutet für mich ein Versprechensbrauch. Ein Brechen des Versprechens. If you breach, I kind of understand that to mean you gave your word and you break your word. Ein Riss bedeutet für mich, dass man das Wort gegeben hat, aber es nicht einhaltet. Despite what the literal might mean. Neben dem, was das Buchstäbliche heißen würde. I don't know if you're looking at the original and it tells you what it means or not. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Originale anbetrachtet, aber I don't know what the literal means, but I don't know if you're. What did I say? No, I said Hebrew. I didn't say literal. I said I don't know if you're looking at the Hebrew to see what it actually means. ich weiß nicht, ob ihr euch das Hebräische betrachtet, um zu sehen, was es eigentlich bedeutet. So all it means is that you're popped out. Also alles, was es bedeutet, ist, dass du herausgekommen bist. So that's why I'm saying I'm not sure if the dictionary definition is actually going to lead us to this. I think what it means Also ich weiß nicht, ob die Wörterbuchdefinition uns da weiterhelfen kann, aber ich denke, es bedeutet das Folgende, that you've broken the rules. dass man die Regeln gebrochen hat. I don't know if there's a consensus or agreement that that's what it means. Ich weiß nicht, ob es wirklich das bedeutet. 29. I'm just checking.
The name Phares means breach. Also der Name Peretz bedeutet Riss. And I'm asking, what does the word breach mean? Und ich frage, was dieses Wort Riss bedeutet. Now, the normal definition means to break forth or to Die- come out. Normale Definition bedeutet herauszubrechen oder herauszukommen. But I'm suggesting what it actually means is to break a promise. Aber ich schlage vor, was es eigentlich bedeutet, ist, dass man eine Versprechung bricht. She's expecting both of them to break forth, to come forward, Sie erwartet, dass beide come out. herauskommen. So her question isn't why have you come out? Also ihre Frage ist nicht, wieso bist du herausgekommen? What's her question? Was ist ihre Frage? Wieso ist der andere zurückgegangen und der andere kam zuerst raus? Her question is why have you come out first when you're not supposed to? Ihre Frage ist, wieso bist du zuerst herausgekommen, obwohl du es nicht solltest? Breaking the rules. Er hat die Regeln gebrochen. So I'm saying that this story is the same story as Jacob and Esau. Also ich sage, das ist die gleiche Geschichte wie die Geschichte von Jakob und Esau. If you're okay with that, because otherwise the story really doesn't mean much. Wenn ihr damit einverstanden seid, weil sonst würde diese Geschichte hier nicht viel bedeuten. Also ist es die gleiche Frage zu Esau. Auch, wieso bist du zuerst herausgekommen? Yeah. Ja. He's not supposed to have come out first. Er sollte nicht zuerst herauskommen. Okay, let's go back to our story. Also lasst uns zurück zu unserer Geschichte gehen. For anybody who's interested, I think there's lots of things that we could pick up from this story that I think we'd find useful. Also für die interessiert sind, ich denke, dass wir aus dieser Geschichte sehr viele wichtige und spannende Informationen herausnehmen können, die sehr hilfreich wären. Jacob is the one who supplants, Also Jakob ist der Verdränger oder der Ersetzer. the one who prevents his brother from taking his rightful position. Derjenige, der den Bruder die richtige oder wichtige Position wegnimmt. Die rechtmäßige Position wegnimmt. Oh, by the way, what tribe is Jesus of? So nebenbei, was ist der Stamm von Jesus? Tribe of Judah. Also Jesus ist im Stamme von Juda And it's from this line, und von dieser Linie, from Tamar's children, von that Jesus is born. David and Jesus. dem Stamme aus dieser Blutlinie von Tamar kommt Jesus hervor. Yep. Und David. Yeah. So, I've used the word trickery. Also ich habe dieses Wort austricksen benutzt. Was? Sorry? Betrügerei benutzt. So, Jacob is the one who tricks. Also Jakob ist derjenige, der betrügt. He's been tricking all of his life, Er hat schon sein ganzes Leben betrogen. and it culminates Und das tut sich zusammenzählen. when he's 77 years old, Und da kommt er dann zum Höhepunkt, als er 77 Jahre alt ist. here is he's 77, Hier, er ist 77 Jahre alt and he tricks his father. und er tut seinen Vater betrügen. This is Genesis 28. Das ist 1. Mose 28, Okay, so maybe 27. also etwa Vers 27, Kapitel 27. We've got Bethel, Also wir haben hier Bethel, Jesus, Jesus, not Christ, nicht Christus, because he saves you from your sins. denn es sagt, du kommst von deinen Sünden, We have it here, von deinen 28, 19. Erlösen. Yes. Also Jakob, der Verdränger. And what
he does at Bethel Und was er in Bethel is macht, makes a deal. ist, er geht in einen Bund ein oder in einen He Vertrag. agrees with God. Er stimmt mit Gott überein. What does he agree with God? Mit was stimmt er mit Gott überein? Dass er keine Leute mehr betrügen sollte. He says to God, Er sagt zu Gott, if you wenn du do what? was tust, wenn du mir das erstgeborene Recht gibst, If you let me take my rightful position, wenn du mir meine rechtmäßige Position gibst, which means if you let me trip up my brother, welches bedeutet, wenn ich meinen Bruder allow was? me to be the supplanter, betrügen soll, dann und du mir erlaubst, den Verdränger oder Ersetzer zu sein, allow me to be Jacob, mir erlaubst, Jakob zu sein, then dann werde ich niemanden mehr betrügen. I won't be Jacob. Dann wäre ich nicht mehr Jakob. Then I won't supplant, I won't do these bad things. Dann würde ich nicht mehr betrügen und diese schlechten Sachen machen. So it's a crazy deal, really. Also eigentlich ist es ein verrückter Vertrag. He says, I promise I won't supplant in the future, Also er hat gesagt, er verspricht, dass er in der Zukunft nicht mehr verdrängen wird, if you let me supplant now wenn du mich jetzt verdrängen this lässt. issue. In diesem Thema. Where did we read that? Wo haben wir das gelesen? You're reading in between the lines. Ja, es ist zwischen den Zeilen zu lesen. What does it Versnummer what does it actually say? Um, 1. Mose 28, vielleicht Vers 20. Jacob vowed a vow, saying, Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, if God will be with me wenn Gott mit mir sein and will keep me in this way, und mich behüten will auf dem Wege, I will go and give me bread to eat. Oh, sorry, and will give me bread to eat and raiment to put on. denn ich reise und mir will Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen, So I can come again to my father's house in peace. und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, Then shall the Lord be my God. so soll der Herr mein Gott sein. 28, I read 20 and 21. Also 1. Mose 28, 20 und 21. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give thee the 10th unto thee. Und dieser Stein, den ich zur Säule aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den 10. geben. What's the 10th got to do with anything? Was hat denn der 10. Teil mit all diesem zu tun? War das nicht einfach Tradition, weil Abraham damit angefangen hat? When he says, I'll give you a 10th, what is he saying? Als er gesagt habe, ich werde dir den 10. geben, was sagt er denn da? Don't answer that question. Antwortet diese Frage nicht. Answer this one. Die nächste. Who gives the 10th? Wer gibt denn diesen 10. Teil? Sorry? So God's people, Gottes Volk. what does Jacob want to be? Was möchte denn Jakob sein? What does he want? Was möchte er? God's chosen one? Gottes Ausgewählter? So he wants this blessing of being the leader given to him. Er möchte die Segnung haben, dass er der Leiter wird, und diese Segnung sollte ihm gegeben werden. So who gives tithes? Also wer gibt denn den 10.? Gottes Volk? Not God's people. Nein, nicht Gottes Volk. The one person does. Diese eine Person tut es. The head of the clan or the tribe or the family, whatever it is. Der Kopf oder diese Hauptperson in einem Stamm oder in einer Familie. The patriarch. Der Patriarch. The patriarch is the one that sorts all of this out. Abraham gave it. Der Patriarch, der tut das alles
heraussortieren und auch Abraham war das. So when he says, I'll give you a tenth, Also als er gesagt habe, ich werde euch einen Zehnten geben, what's he saying? was sagt er denn da? If you make me the patriarch, Also wenn du mich zum Patriarchen machst, I will do the job of the patriarch, give you a tenth. werde ich die Arbeit des Patriarchen auch vollbringen, nämlich dir den Zehnten zu geben. So the servants of Abraham that didn't pay tithe, Also die Diener von Abraham haben den 10. Teil nicht gegeben? I don't think they did, no. Nein, ich denke nicht. Wie wissen wir das? or let's say the other way around, why do we today then have to pay tithe individually? Wieso müssen wir denn heutzutage individuell den 10. zahlen? We're all priests. Wir sind alle Priester. If the servants did, Wenn die Jünger das gemacht hätten, which servants did? welche Diener haben das denn gemacht? You've got Abraham, we'll go with Abraham Du now. hast Abraham, Family. die Familie. He's got a person here who's a servant. Er hat eine Person hier, das ist der Diener. And what model is that servant going to have? Und- Social model. Welches soziale Modell hat denn dieser Diener? Your family, Die Familie, wife with children. Frau mit Kindern. And if that family was to give tithe, to copying Abraham's model, Also wenn diese Familie dann Zehnten gibt, dann tun sie ja eigentlich das Modell von Abraham kopieren. who'd be the one doing it all? Hmm? Father, the patriarch of his little family. Wer würde das denn tun? Der Patriarch oder der Boss von seiner kleinen Familie? So it's all a very sexist model, obviously. Also es ist ein sehr sexistisches Modell. But I'm not saying that Abraham is the only one that pays and the servants don't pay if they got salary. Ich sage nicht, dass Abraham der Einzige war, der den Zehnten gezahlt hat, aber natürlich auch die Diener, wenn sie Lohn bekommen würden. And salary looks different then, Und damals hat ja der Lohn anders ausgeschaut, because he would have had his own flocks denn er in hatte some shape seine or form. eigenen Herden gehabt in einer Art und Weise. So they would pay tithe on that. Also sie würden Zehnten zahlen. But what is tithe Aber was ist denn Zehntel in those days? in diesen Tagen? Abraham. Abraham, So he's going to have tithe. What's he going to do with his tithe? er hat den 10. Teil. Was macht er denn mit seinem 10. Teil? He doesn't visit him every week. Er gibt es Melchisedek, aber er besucht ihn ja nicht jede Woche. And that tithe that he gives him is what? Und diesen 10. Teil, er ihm gibt, ist was? I don't mean the object itself. What was it? Nicht dieses Objekt selber, sondern was war es denn? When does he give Melchizedek the tithe? What's the story? Wann gibt what is the er story? Melchisedek seinen 10. Teil? Wasn't that when he was helping, like killing somebody, some person? War das nicht, dass er jemandem geholfen hat, manche Leute zu töten? I think it's 5 kings against 4. Es sind 4 gegen 5 Könige, denke ich. They fight. Sie kämpfen. They take Sodom. Well, just go with Sodom. I think it's obviously more people. They take the citizens of Sodom captive. Sie nehmen die Einwohner von Sodom gefangen. No, they destroy Sodom Sie zerstören Sodom. and they take, either you'd call it the booty or the bounty. I don't know how you'd say that. Sie nehmen die Kostbarkeiten mit. There's people and possessions that they're going to take. Es gibt Menschen, aber auch Besitztümer, die sie übernehmen werden. One of them is Lot. Einige davon ist Lot. So Abraham rescues him Also Abraham tut Lot befreien. and they say to Abraham, Und sie sagen Abraham, following the customs of war, wenn man dem Gebrauch oder der Tradition dem Brauch der Tradition folgt, when they say, wenn sie sagen, sie haben gesagt, who is the they that are speaking to him? wer sind diejenigen, die zu ihm sprechen? Okay, if you don't know the story, then I'll just tell you. It's the captives. Es sind die Gefangenen.
like the king who was captive, Der König, der gefangen war, he says, you recovered us, saved us, er sagt, du hast uns beschützt oder gerettet. according to the rules of the laws of war. Und jetzt gemäß den Gesetzen des Krieges Everything now belongs to whom? gehört jetzt alles wem? Everything now belongs to you. This is the spoils of war. Alles gehört jetzt dir. Das sind Regeln, die Regeln des Gesetzes. So they're actually pretty good. They say, follow the rules. It was our thing, but you saved our life, and now all of that stuff is yours. Also sie nehmen jetzt diese Kriegsbeute und sie sagen, nach dem Kriegesgesetz, weil du uns gerettet hast, gehört jetzt alles dir. Abraham says no. Abraham lehnt das ab. He says, the brothers that are with me, Er sagt, die Brüder, die mit mir sind, they can take their share. sie können ihren Teil nehmen I will take nothing. und ich werde nichts nehmen. Because if I took it, you'd say, Denn wenn ich es nehmen würde, dann würdet ihr sagen, the only reason you helped us der einzige Grund, wieso dass du uns geholfen is hast, for your own profit. ist für dein eigener Vorteil. But what did he do? Aber was hat er denn getan? He took those spoils of war Er hat diese Kriegsbeute genommen and did what? und was getan? He tithed that. Er hat das zum Zehnten It's gemacht. a one-off thing that he did with Melchizedek. Das ist das, was er mit Melchisedek gemacht hat. One-off. Melchisedek hat das nur einmal gemacht. Also Abraham hat das nur einmal mit Melchisedek gemacht. As far as I know, there's no evidence that he gave it any other times. And this someone could show me. I haven't seen Soweit that. ich weiß, weiß ich nicht, wo Abraham auch noch den 10. Teil gegeben hat, außer jemand kann mir das noch an anderer Stelle dazu zeigen. So I'm going to guess, Also ich werde jetzt mal raten, that when Abraham pays tithes, dass als der Abraham den 10. geteilt hat, it's in sacrifices. ist es in einer Aufopferung. Dann ist es in einer Form von Opfern. It's not like us Es ist nicht wie wir, who give it to a person to support them. dass wir es einer Person geben, um sie zu unterstützen. He's actually giving stuff directly to God, and the only way you can give things to God is to burn it. Es ist eigentlich um die Sachen Gott zu geben, aber die einzige Art und Weise, wie du es Gott geben kannst, ist, indem du etwas verbrennst. And I suspect his servants would do the same. Und ich denke, dass seine Diener das Gleiche machen würde. Unless someone shows me they've got my facts wrong. Außer jemand zeigt mir, dass ich meine Tatsachen falsch habe. Okay, so the only reason we're there, Also der einzige Grund, wieso dass wir dort sind, 28:22. ist 22. The tithe, Der 10. 10th, is code word ist ein Codewort for what? für was? This is just repeating what Sister Sarah told us. To be the patriarch. Um ein Patriarch zu sein. So, for him to be the patriarch, Also, dass er der Patriarch sein kann, he has to do what? muss er was tun Or be what? oder was sein. Not the tithe. Nicht der 10. Teil, He has to be what? er muss was sein. He has to be the firstborn, Er muss der Erstgeborene and sein he's not, so he has to be und er ist es nicht, also muss er Jacob. Jakob sein. He has to steal or supplant the birthright. Er muss das Geburtsrecht verdrängen. Er muss verdrängen, um das Geburtsrecht zu erhalten oder stehlen. 21. 21. I have to go to my father's house in peace. Ich muss zu meinem Zuhause zurückgehen und zwar in Frieden. What does that mean? Was bedeutet das? It does not mean I go and live with my dad Das bedeutet nicht, dass ich zurückgehe und mit meinem Vater lebe and be happy. und glücklich sein. Yeah, it doesn't mean that. It doesn't mean I want to go back into safety. Es heißt nicht, dass er zurückgehen will und zwar in Sicherheit. That's the sort of surface understanding. Das ist das oberflächliche Verständnis. That way. Was?
Also er wollte mit sich in Frieden sein, dass er im Reinen sein. Er wollte mit sich im Reinen sein, damit er das Erstgeburtsrecht hatte. Matthew 24. Also Matthäus 24, The disciples say, die Jünger sagen, when is the temple going to be destroyed? wann wird der Tempel zerstört werden? And Und wann sollen alle diese Sachen passieren? when are you coming? Und wann kommst du wieder? Why are they connected the two? Wieso verbinden sie diese zwei Sachen? Weil es Christus so gemacht hat? Nein. Christ never said anything yet. The initial question is, when's the temple going to be destroyed and when are you coming? Wann wird der Tempel zerstört werden und wann wirst du wiederkommen? Sure, but they just said, when's the temple going to be destroyed? Sie sagen, wann wird der Tempel zerstört werden? And when are you coming? Und wann kommst du wieder? Denn sie dachten, dieses Tempel zerstören und dieses Wiederkommen ist zusammen verbunden. Okay, so I'll just do it in English. You've already done it. So they said, their thinking is, when the temple's destroyed, that's when you come. What they do is connect the two together. Also was sie tun diese zwei Ereignisse zusammen verbinden. So Jacob says, Also Jakob sagt, when I go back to my father's house also wenn ich zurück zu meinem Vaters Haus gehe and it's all fixed, und alles gelöst ist, what's he doing in his father's house? was macht er dann bei seinem Vater zu Hause? It's becoming Er wird, his house. He's a patriarch. es wird sein Haus, denn er ist ja ein Patriarch. Isaac, Isaac, which is Jacob's dad, das ist der Vater von Jakob. when he gets married, where does his wife go? Als er verheiratet wurde, wo ging seine Frau hin? Not with him in his tent, no. Nicht She- mit ihm in sein Zelt, sondern Yeah? Yeah. You've got to let me translate first. Sorry, repeat because no one can hear what they're saying in English. Ja, ja. Otherwise, it gets out of sync. He takes her to his mother's tent Also er nimmt sie zu dem Zelt seiner Mutter, because she's going to be denn sie wird the wife die Frau of the patriarch vom Patriarchen or the mother oder die Mutter of this patriarchal line. von dieser patriarchischen Linie. So I'm saying in verse 21, Also ich sage in Vers 21, when he says, I want to go back home in peace als er sagt, ich möchte zurück in Frieden gehen, and my brother won't attack me dass mein Bruder mich nicht angreifen wird and I miss my parents, und ich habe meine Eltern vermisst, that's all correct. das ist alles richtig. But what he's actually saying Aber was er eigentlich sagt, is that I will take up the role of the patriarch after my father. ist, dass ich die Rolle von diesem Patriarchen übernehmen werde nach meinem Vater. Okay, so the reason we went through that is because Brother Jonathan asked me, how do I know what the deal was? Der Grund, wieso dass wir zu diesem Vers gegangen sind, ist, weil Jonathan gefragt hat, was dieser Vertrag war. And I'm saying I based it upon go to my father's house and the tenth. Und ich habe das gesagt, weil grundlegend darauf, auf den 10. und das nach Hause gehen. And I've read, you did tithe and house? And I've read both of them to mean one thing. Und ich habe beide davon gelesen, dass sie eine Sache sind. Allow me to supplant. Erlaube mir zu verdrängen. Allow me to be the firstborn. Erlaube mir, den Erstgeborenen zu sein. And if you do, Und wenn du das tust, then dann you'll be my God. wirst du mein Gott sein. That's the deal that they make. Das ist der Vertrag, den sie eingehen. Although I want to remember, Und ich möchte, dass wir uns daran erinnern, who's he talking to? zu wem spricht er denn? Zu Gott. God? Right? Je- Jesus? Jesus?
We're in verse 20. Wir sind in Vers 20. Sister Sarah, who's he talking to? Mit wem spricht er denn? So if you do a vow, who do you do it to? Yourself or the other person? Also wenn du ein Gelübde machst, tust du das dann für dich selber machen oder zu einer anderen Person? So what's funny is, Was jetzt lustig ist, he's making the vow with God, er macht dieses Gelübde mit Gott, but he seems to be talking to himself. aber irgendwie spricht er mit sich selber. And he's made this deal with God. Und er hat diesen Vertrag mit Gott gemacht. And who defined or who set the terms and conditions? Und wer hat die Bedingungen gesetzt? He sets them himself. He doesn't even ask God. Er tut sich selber er tut sich selber die Bedingungen diktieren und hat Gott gar nicht gefragt. So he says, if you let me do this, Er hat gesagt, wenn du mich das machen lässt, and the reason it sounds funny, es klingt jetzt vielleicht lustig, how does he know this is the proper deal? wie weiß er denn, dass das ein guter Vertrag ist? How does he know this is the proper deal to make? Wie weiß er, dass das ein guter Deal ist? Abraham und Isaac haben das gleiche gemacht. Sure. His mother told him Seine Mutter hat ihm gesagt, that God told her dass Gott ihr gesagt hat, he's the one. dass er der eine ist. So he's only repeating to God Also er tut das nur Gott wiederholen, what God had told him was er ihm gesagt hat, through proxy. durch einen Stellvertreter. Even though he's talking to himself, Also auch wenn er zu sich selber spricht, he actually knows what the deal is because God already told him. weiß er eigentlich, was der Vertrag ist, denn Gott hat es ihm schon erzählt. So he's only repeating to God Also er tut eigentlich nur das wiederholen, what God had told his mother. was Gott seiner Mutter gesagt hatte. I think that's good. Ich denke, das ist gut so. So we'll stop here Wir hören hier auf and we just want to stop on this summary. und wir wollen jetzt noch eine Zusammenfassung machen. We're here, Wir sind hier 2001, 9/11, Bethel, 2001 in Bethel and we've made a deal und wir haben einen Vertrag gemacht, that in the past dass in der Vergangenheit, I was the supplanter, the one who tried to steal things. dass ich der Verdränger war oder derjenige, der stehlen wollte. And if you let me steal the thing, Und wenn du mich stehlen lässt, I'll be your disciple. dann werde ich dein Jünger sein. Let's pray, Lasst uns beten. because that sounds crazy to me. Das tönt verrückt. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We want to ask and pray for a blessing. Wir beten für einen Segen. Help us to have a clearer understanding Hilf uns, ein klareres Verständnis of zu what haben, these things mean to us was diese Sachen für uns bedeuten. as we see our lives being reflected in this story. Wie wir sehen, dass unsere Leben in dieser Geschichte wiedergespiegelt sind. We pray in Jesus' name. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.